höre Skelette. Das heißt, es ist Nacht. Und das heißt, ich schlafe. Hi, hi, ich bin Money Morning und heute lernen wir wieder Deutsch mit dem Spiel Minecraft. Ja, beim letzten Mal habe ich euch gefragt, wie wir diese Katze hier nennen sollen. Zu dem Zeitpunkt, an dem ich aufnehme, ist gerade ein Gleichstand zwischen den Namen Amalia bzw. Emily oder Leo. Deswegen, je nachdem wie der Stand ist, wenn ich das Video veröffentliche, werde ich nochmal eine Abfrage machen oder wir geben der Katze einen Namen beim nächsten Mal. Aber heute gehen wir hier in die Wüste. Die Gegend hier drüben haben wir jetzt erkundet. Heute gehen wir da in die Wüste und schauen, was da passiert. Ja? Ja, du bleibst hier und bewachst das Dorf. Du kannst mal mit. Du kannst hier die Kiste bewachen. Du kannst hier im Haus meine Kiste bewachen. Komm hier rein. Kommt schon gleich rein. Die andere Kiste hier können wir auch noch daneben setzen und dann legen wir nochmal mehr Sachen ab, die wir jetzt nicht brauchen. Akaziensetzlinge zum Beispiel. Die 2 Sättel und das Namensschild. 3 Sättel. Die leere Karte. Smaragde. Fäden. Ja, die Eisenbarren nehme ich lieber mit. Kartentisch. Das kommt alles mit. Angel kommt mit. Einer der Bögen kann hier bleiben. So, ich sortiere das Ganze jetzt nochmal ein bisschen um. So. Das ist jetzt das Inventar, das ich mitnehme. Und wo ist meine Katze? Ja. Die kann sich da aufs Bett legen. Wie süß. Du bleibst jetzt hier sitzen. Ich wusste nicht, dass Katzen das können. Sehr gut. Das Inventar ist nochmal geleert. Katze ist abgelegt. Und wir gehen jetzt los. Nein, wir gehen noch nicht los. Ich nehme hier einen der Zäune mit. Dann haben wir nicht die gleiche Situation noch einmal mit Ella. Sie uns wegläuft. Okay, wo lang gehen wir? Hier drüben oder da drüben? Gehen wir mal hier auf den Berg und schauen, ob wir von da aus irgendwas sehen. Da ist Lava. Ein Hase? 2 Hasen. Okay, von hier aus sehe ich nichts. Außer viele Kakteen. Hier vorne ist ein See und kleine ausgetrocknete Büsche. Aber ich reite mal los. Und schau mal, ob ich irgendwas entdecke. Ich bin gerade 2 Meter weiter geritten. Und da vorne ist eine Pyramide. Da. Da ist einfach eine Pyramide. Also, das ist der Berg, auf dem wir gerade waren. Ich bin wirklich nur 2 Meter weiter. Okay.
Ella bleibt hier draußen, ein bisschen entfernt von der Pyramide, weil ich war zwar noch nie selber in einer Pyramide, aber ich habe gehört, dass da TNT drin sein kann, dass das explodieren kann. Ich will nicht, dass Ella etwas zustößt. Nur weil ich nicht mit Minecraft umgehen kann. Deswegen wird Ella jetzt hier angebunden und es ist hoffentlich weit genug weg. Und ich gehe da in die Pyramide. So. Jetzt noch was. Und ich nehme dann doch die Schaufel her. Okay, wie sind Pyramiden aufgebaut? Hier kann ich oben auf die Pyramide gehen. Hier sehe ich in die Mitte runter. Hier drüben ist das Gleiche. Da ist ja noch eine Stadt. Schauen wir uns nach der Pyramide an. Irgendwie habe ich Angst, hier drauf zu treten. Hier ist nicht wirklich was. Okay. Ist hier drunter irgendwas? Ich glaube, ich weiß, dass hier drin Kisten sind. Hier. Okay, ich sehe da eine Druckplatte. Ich sehe kein TNT, aber ich meine, gehört zu haben, dass das da drunter ist. Also graben wir uns einfach mal hier außen entlang. Ich weiß nicht, wie da die beste Strategie ist. Ich glaube, Items können auch Druckplatten auslösen. Dann müssen wir die alle schön einsammeln. Okay. Und die kann ich auch abbauen? Ja. Okay, ich glaube, wir sind sicher. Was ist hier drin? Warte. Zeigt nur Truhe. Es ist keine Redstone-Truhe, oder? Da müsste jetzt ja schon was passiert sein, oder? Ja. Irgendwie sehr viel Angst hier. Die Sachen kann ich immer noch irgendwo ablegen. Ein eiserner Rossharnisch. Eine Rüstung für unser Pferd. Und noch ein Sattel. Haben wir schon 5 Sättel? Also einen, den Ella anhat. 3 in der Kiste im Dorf. Und hier ist noch ein 4. Das ist gut für Ella. Eiserner Rossharnisch. So. Und jetzt das weg. Nehmen den Sand her. Sollte ich TNT mitnehmen? Ich kann jederzeit wieder herkommen. Höhere Skelette. Heißt, es ist Nacht.
Und das heißt, ich schlafe. Äh. Kommen die ganzen Creeper her. Ich kann immer noch nicht mit Monstern umgehen. Okay. Wir haben die Schlacht überlebt. Kann ich jetzt schlafen? Ja. Kann jetzt schlafen. Okay. Ist noch schnell was? Das ist unglaublich. Gut, dass ich die Platte da abgebaut habe. Ich wäre sonst irgendwas da drauf geflogen. Alles sicher? Scheint so. Ella! Da vorne ist ein Dorf. Schnell. Wir gehen ins Dorf. Wo? Der Sand kann weg. Und die Spinnenaugen können weg. Mit Ella. Wir gehen da vorne ins Dorf. Nur eine Höhle. Dieser Sandstein, der macht mich verrückt. Was ist das hier? Bevor ich ins Dorf gehe, möchte ich mir das noch anschauen. Ein Lavapool und ein kaputtes Netherportal. Feuerzeug. Goldrüstung und Eisen. Hol ich später, wenn ich das brauche. Ella? Hallo, Ella? Könntest du bitte nicht immer weglaufen? Du musst jetzt auch noch den Ressourcenharnisch an. Und hier ist ein weiteres Dorf. Ein Sanddorf. Das sind sogar Kinder. Ella, du kommst an die Leine. Nur um sicher zu gehen. Nicht wegläufst. Wir ketten dich irgendwo an. Hier. Geht das nicht? So. Das ist eine schicke Rüstung. Sind wir im Partnerlook? Du hast Eisenrüstung und ich habe Eisenrüstung. Da ist ein Kaktus in einem Blumentopf. Wir haben hier keine Fenster drin. Kaktus. Und ein hübsches Bett. Mir gefällt die Farbe. Nehme ich mit.
Noch ein Bett. Ich schaue mich wieder um und zeige euch, wenn ich was anderes gefunden habe. Was haben die denn da auf dem Tisch stehen? Was ist das? Meeresgurke? Was ist das? Also, ich nehme es auf jeden Fall mal mit. Wer weiß, was mir das bringt. Also noch mehr davon. Ah. Wir haben hier schöne Mosaikblöcke. Gefallen mir. Ich lasse sie mal stehen. Ich kann eh nicht so viel mitnehmen. Aber wenn ich die mal brauche, so schöne Blöcke, dann muss ich wieder hierher kommen. Er tanzt. Wieso ist es plötzlich so dunkel geworden? Es ist schon wieder Nacht. Aber die Dorfbewohner gehen nicht schlafen. Was ist das? Ach, es ist Nacht. Hab ich dir dein Bett genommen? Tut mir leid. Nicht wirklich. So. Ich bin das ganze Dorf durchgegangen. Ich habe hauptsächlich Weizen gefunden, Brot, Kakteen und Smaragde. Ich habe die Meeresgurken mitgenommen. Keine Ahnung, wofür man Meeresgurken braucht, aber ich habe sie. Und ja, heute haben wir die Wüste erkundet. Wir haben einen Wüstentempel gefunden, eine Pyramide. Wir haben ein kaputtes Netherportal gefunden. Wir haben ein Wüstendorf bestohlen und erkundet. Was werden wir wohl beim nächsten Mal finden? Finden wir es zusammen heraus. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye!